Der Hof von Boston ist in Aufruhr. Code Red wurde ausgerufen, das heißt, eine erhebliche Krise ist ausgebrochen. Emin, Leisha und Caleb werden vor dem Prinzen zitiert. Ich weiß nicht, was passiert. 4. September 2019. Vampire befinden sich unter uns. Ohne dass wir es wussten, haben wir ihre Städte gebaut, ihre Kriege ausgetragen und ihren Hunger gestillt. Seit Jahrhunderten haben sich diese Kreaturen in rivalisierenden Sekten organisiert, von denen die Camarilla die größte ist. In ihren Domänen sitzen die Höfe der Camarilla die Masquerade durch. Eine globale Verschwörung, mit der die Existenz von Vampiren vor der Welt der Sterblichen verborgen wird. Wer gegen die Maskerade verstößt, wird zum Tode verurteilt. Der ist echt schnell, der Text. In Boston gehen sich die Fraktionen der Vampire schon lange gegenseitig an die Kehle. Nach zahlreichen Konflikten hat der neue Prinz Hazel Iverson nun einen brüchigen Pakt mit einer Gruppe Blutmagier geschlossen, die als der Hartford Gildenhaus bekannt sind. Hartford. Diese Allianz soll nicht nur Stabilität in die Domäne bringen, sondern dem Prinzen auch den Handel sichern. Also das Schmuggeln von Blut und sterblichen Opfern, die der Vampirelite zu Diensten sind. Heute Nacht feiern die Untoten. I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. Der Swansong. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. What's going on? It's the prince. We must go quickly. Der MEHR des Prinzen. Come on. 23 Uhr. Damn it! Hurry up! Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red.
There's never been a Code Red in Boston, damn it. This has gotta be bad, MM. Hahaha, guck mal. Das ist auch ein bisschen doll dekadent, wenn man sich mit Blattgold schmückt, oder? Das muss man auch erstmal können. Dialogfähigkeiten. In Dialogen erfordern manche Antworten den Einsatz von Fähigkeiten. Deine Fähigkeitsstufe wird mit der deines Gegners verglichen. Der höhere Wert gewinnt. Fällt der Wert einer Fähigkeit auf 0, kannst du sie nicht nutzen. Willenskraft. Habe ich 15, okay. Der Einsatz einer Fähigkeit verbraucht Willenskraft. Gewinnt dein Gegner, erhältst du am Ende des Dialogs etwas Willenskraft, okay. Ne, Controller geht nicht. Ah, guck mal. Überzeugen, Psychologie. Okay, und das, die gute Frau da eben war anscheinend die Partyveranstalterin, wo wir gerade diese Vision von den Leichen gesehen haben. Psychologie. It's not like you had anything to do with it. I'm sure. You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Ja, guck mal, jetzt können wir noch ein bisschen Quatschi machen. Was ist ein Code Red? Did you say this is the first Code Red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. Okay. Wahrscheinlich ein Zwischenfall, der dafür sorgt, dass quasi die Existenz aufgedeckt werden kann und dann, wie so Kinder wird den Vampiren einfach das Internet weggenommen, damit sie nicht mehr posten können, so. Einfach weg. Die räumen auf. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Ah, ja. Wie gesagt, alles weg, was irgendwie die Existenz bestätigt. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Ah, guck mal. Dialog, Disziplin. Vampire haben übernatürliche Fähigkeiten, die sie von ihrem Clan vererbt bekommen. Disziplin. Einige Disziplinen können in Dialogen verwendet werden, wie die Fähigkeiten
gewinnt auch hier die höhere Stufe. Nicht allen Vampiren stehen auch alle Disziplinen zur Verfügung. Manche Sterbliche können über gewisse Kräfte verfügen, doch die meisten von ihnen können sich nicht vor Disziplin schützen. Der Einsatz von Disziplin generiert Hunger. Hunger hat einen Wert, der nicht überschritten werden kann. Das schränkt den Einsatz der Kräfte des Vampirs ein. Vampire, die ihr Hungerlimit erreichen, können die Kontrolle verlieren und den nächsten Sterblichen anfallen und von ihm trinken. Das kann ich mir in einigen Situationen sehr ungünstig vorstellen. Wo sind Vampire eigentlich Bilder von Menschen, wenn die ihr Essen ins Internet stellen? Maybe. So ganz weird, wenn man irgendwie so im Urlaub ist oder an so einem Touri-Ort und einfach so Leute einem fragen, ob man sich ein Foto mit denen zusammen machen will. Anstatt ein Foto von denen zu machen, könnt ihr euch sicher sein, das sind Vampire. Die fotografieren euch dann einfach. Hey, willst du dich nicht mit unserer Familie fotografieren lassen? Dann wirst du einfach mit so einer random Familie fotografiert und hinterher 6 Stunden später gegessen. Zack. So schnell geht das. Erfolg 0%, egal was ich machen will. Ich würde mir schon Sorgen machen, wenn einfach eine random Familie mit mir ein Foto machen will. Wäre schon irgendwie ein bisschen unangenehm. Ich kann beides nicht machen. Ist beides... Kriege ich da aber mehr Blut? Sieht so aus, als ob ich da, wenn ich hier schmeichel, Hunger dazu bekomme. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? MM. My dear MM. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey. You're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Ist aber auch ganz fies mit der Haut, oder? Okay, da haben wir jetzt Blutpunkte dazu bekommen. Können wir in der Grafik noch was hochstellen? Meine Hände sind einfach aus Gold. It's gonna be a long night. Miss Lewis, welcome. Okay. Can I help you with something? Er ist so unwichtig, er heißt einfach nur Diener. Yes? Maggie, guten Abend, Hallöchen, wie geht's? Consider it done. That'll do. Ich glaube, der mag uns nicht. Who's she, Caleb? Mem Lewis. She smiles like a
Letters etched I'm touching in myself gold tonight. on her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Oh, jetzt bin ich er. Soweit, so gut und selbst ja auch gut soweit. Joanna, hallöchen. Ich spiele mehrere Vampire anscheinend in dieser Geschichte. Das läuft ein bisschen wie Detroit Become Human hier ab. Vom Gameplay. Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the Code Red? Could be. We should have all been at that party. But a Code Red is a Code Red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. Umarmen ist verwandeln, beißen. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Ja, weiter. Wir haben eben im Intro gesehen, sie ist sein, ja, menschlicher Blutspender. Und der andere Dude, der eben so ein bisschen zerfressen aussah, das ist halt eine andere eine andere Vampirfamilie. He is tortured by a demon. We all have one. The beast that preys upon him is a love of money. If someone held a stake to his heart and cried your money or your unlife, he'd ask you for some time to think it over. It's his greed, then, that cost him your favor? Everything about him was disappointment. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, MM! I won't let her get away with this! All right. Calm down, Dejan. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on, then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dejan! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. I don't need your help. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Wer sind diese ganzen Leute? Okay, Dialog, Fokus. Fokus ermöglicht dir das vorübergehende Steigern einer Fähigkeit um 1 oder 2 Stufen. Je mehr du deinen Fokus steigerst, desto höher sind die Kosten für die Willenskraft.
damit du sie fokussieren kannst. Muss eine Fähigkeit einen Mindestwert von einem Punkt aufweisen. Disziplin oder Kenntnis kannst du nicht fokussieren. Okay. Warum ist Wochenende unter Menschen gehen? Menschen. Normales Wochenende. Was ist ein normales Wochenende? Was? Ich habe irgendwas gemacht jetzt beim Mausrad. Ich bin völlig überfordert. Sie dürfen die Stufen der Fähigkeit oder Disziplin identisch. Sind die Stufen der Disziplin, Fähigkeit oder Disziplin identisch, ist das Ergebnis des Konflikts ungewiss. Die Siegeschancen lassen sich durch Boni oder Mali oder im Austausch gegen Erfahrungspunkte beeinflussen. Ah, guck mal, dann kann ich... Ah! Einschüchtern kann ich gar nicht. Okay. Aber wenn ich jetzt 6 Willenskraft benutze, dann kann ich mit meiner Rhetorik jetzt wahrscheinlich in Erfahrung bringen, was es mit diesem Code Red Zusammenkunft aller Vampire in den Safe Spots zu tun hat. Ja, und vor allen Dingen sind überall Leute. Die kommen Leute und die haben alle Geschichten und die kennen sich alle. Und ich so, hallo, ich bin auch dabei. Deine Möbel sind endlich angekommen. Ja, Glückwunsch. Samstag, Sonntag frei kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Was ist das? So, wir werden jetzt mal gucken, was wir erfahren können über den Code Rot. Was? No, sie hat... Unentschieden. Oh, wird gewürfelt? Okay, krass. Deine Gegner können auch ihre eigenen Fähigkeiten fokussieren. Im Gegenzug zu dir ermöglicht ihnen die Fokussierung lediglich das schrittweise Steigern ihrer Fähigkeitsstufen. Spielerverhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner fokussiert, wird durch einen Prozentwert dargestellt. Je aggressiver du bist, Fertigkeiten fokussieren, Einsatz von Disziplin, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Gegner ebenfalls fokussiert. Do you know what this Code Red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. What about Jara? I haven't seen her. Councillor Drury is not here, nor is Dr. Dunham. Mr. Leto's teams are trying to reach them, but... They've all got such Nobody's long answering? faces. No. You're wasting time. Sorry, that's not possible. Okay. Hey, Abby. Wer ist Abby? Hey, Ma'am. Die kennen sie alle. Was weißt du über diesen Blödsinn hier? Abby, do you know what's going on? I'm sorry, but I can't. Please? I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. There are rumors about Journey. Rumors about how this is all her fault. Did you know that Jay was in charge of the party? Shit. I bet she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Mhm. Ah, guck mal.
Folge dem Ruf des Prinzen. Unsere Aufgabe. Ah, Kodex. Im Kodex werden viele Begriffe aus Swansong und der Welt der Finsternis erläutert. Im Boston-Menü findest du außerdem die Hauptcharaktere, auf die du treffen wirst. Oder auch nicht. Boston. A.M. Lewis. 12. Generation. Jahr 1929. 11. Generation. Kind, Erzeuger. Clan Venturer. 1745, ist ein bisschen älter. Okay. Gibt auf jeden Fall auch geringe Geschichten zu den Charakteren. Kurze Geschichten. Ah, stimmt, die haben wir auch kurz gesehen. Seherin des Prinzen. Alcavania. Ich glaube, das waren die auch eine Macke haben können. Also eine richtig eklige Macke. Diese verschiedenen Clans haben auch verschiedene Fähigkeiten in der Welt. Oh, 1999. Ach, was mit ihrer Haut los ist, sieht ungesund aus. Eigenschaftenmenü. Eigenschaften sind positive oder negative Defekte, die sich auf die Fähigkeiten des betreffenden Charakters auswirken. Eigenschaften werden offenbart, sobald du sie durch eine Handlung, eine Entscheidung oder deren Folgen erhältst. Hunger. Der Hunger eines Charakters, egal ob groß oder klein, verleiht diesem vorübergehend Eigenschaften, die seine Fähigkeiten beeinflussen. Verdacht. Je höher der Verdachtwert steigt, desto mehr negative Eigenschaften werden aktiviert, die den Charakteren das Spiel erschweren. Deine Handlungen ziehen zu viel Aufmerksamkeit auf sich und andere. Oder du bist einfach nur ungeschickt. Mit so einem Ruf wirst du deine Brüder und Schwestern nicht beeindrucken. Unzuverlässiger Vertreter, okay. Hunger. Das Tier ist nah. Okay. Weil der Balken voll ist? Szene 1. Gemächer des Prinzen. Talente. Talente verbessern deine Fähigkeiten. Jedes Talent ist mit einer bestimmten Handlung verknüpft. Das Wiederholen dieser Handlungen schalten nach und nach die Stufen eines Talents frei. Rhetoriker. Ich hab Pupsenspieler gelesen. Puppenspieler. Disziplin. Das geht. Schließe eine Quest ab, ohne Beute gejagt zu haben. Kontrollierte Jagd. Trinke von der Beute, ohne sie zu töten. Trinke von der Beute und töte sie dadurch. Trinke von einer Ratte. Rattenfresser. Zusätzlicher Hunger pro Bluttropfen pro getötete Ratte eliminiert. Ist das jetzt gut oder schlecht? Man muss den Fahrstuhl benutzen. What a shitty night.
Hazel must be pissed. What the hell could she want with me? Welchen Film war das, wo man auch Rattenburger gekriegt hat? Demolition Man? Stabile Seelerin. Okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. Ja gut, einfach mal 3 Jahre weg. Einfach mal 3 Jahre weggeschlummert. Aber so, ist das Kind auch ein Vampir? But now we'll be together forever. We'll be inseparable. Like 2 peas in a pod. Yes, exactly. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. Ja. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Ist ein Vampir. Leisha. It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. Okay, da haben wir unsere 3 Hauptcharaktere. Lieber, nee, jetzt nicht auf die Tastatur legen, danke. You shouldn't make light of the situation, believe me. There aren't many of us who have experienced a Code Red and survived. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me?
No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. Oh, die schießt gegen alle. Die hat auch zwei unterschiedlich große Pupillen. And yet, many of the things I saw ended up happening. Quentin King's disappearance, Hazel's rise to power, your breakup with Hilda too. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. Nee, sie hat ja, wie hieß sie? Leisha war die mit den unterschiedlichen Augen. Rebellischer Star, die Diva, die Bostons Nächte erhält. Es kann allerdings gefährlich sein, Licht in die Welt der Finsternis zu bringen. Eamon weiß das, aber es ist ihr egal. Profil wählen. Ermittler. Tausendsasser. Veteran. Frei. Profil ohne vorverteilte Punkte. Okay. Profil, das sich auf Kenntnisse und Fähigkeiten konzentriert, mit denen du verdeckt arbeiten, jemanden erpressen oder Informationen stehlen kannst. Profil, das sich auf das Verbessern von Attributen und eine große Auswahl an Fähigkeiten konzentriert. Es ermöglicht dir eine maximale Anzahl an Interaktionen, die sich aber nicht alle voll beherrschen lassen. Veteran. Das sich auf Dialogfähigkeiten und das körperliche Attribut konzentrieren. Du kannst damit die Aura deines Charakters in Gesprächen einsetzen. Ermittler sehe ich sie jetzt nicht so. Eher so auf Veteran, so bisschen viel quatschen und Leuten ins Gesicht schlagen. Boah, Charakterbogen. Krass. Zu Beginn einer Szene kannst du die Fähigkeiten des Charakters mit Erfahrungspunkten verbessern. Diese Fähigkeiten werden in zwei Bereiche aufgeteilt: Charakterbogen und Disziplinbogen. Attribute. Jedes Attribut wirkt sich auf eine bestimmte Liste der Fähigkeiten und Disziplinen aus. Attribute erhöhen die Siegeschancen, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Wenn du sie verbesserst, senkst du außerdem die Kosten für die Willenskraft, für Fokus. Kenntnis. Der Einsatz von Kenntnisfähigkeiten kostet keine Willenskraft. Diese lassen sich durch das Verwenden vom Fokus nicht verbessern. Verfügbare Punkte. 5. Gesellschaftlich. Wenn nur Dialogwerte gleich hoch sind, sind die Sieger durch einen Prozentwert zu ermitteln. Dieses Attribut wirkt sich stark auf die Fähigkeit Rhetorik und Überzeugen. Ah, da unten steht Kosten 35. Ich habe aber nur 5. Verfügbare Punkte 5. Du kannst einfach gar nichts mehr verteilen. Aber schön, dass sie auch dann... Disziplinmenü. Auf dem Disziplinbogen sind die Disziplinen des Charakters vermerkt. Disziplinkräfte. Ist eine Disziplin in eine Disziplin investierte Erfahrungspunkte
steigern deren Stufe und können zusätzliche Kräfte gewähren. Disziplinkräfte können passiv sein und in Dialogen oder bei Erkundungen genutzt werden. Aktiviert hier. Kostet kein Blut, deckt Interaktion in Bezug auf die 5 Sinne auf. Die Hungerkosten hängen von dem Aspektwert und der Schwierigkeit der Interaktion ab. Deckt Interaktion in Bezug auf die Erinnerung an einem Gegenstand auf. Ah, okay. Dann fässt man was an und dann ist das so, boah krass, jetzt sehe ich da, was da abgeht. Blinzeln. Aktiviert die Geschwindigkeitssicht. Hat keine Hungerkosten. Deckt Ankerpunkte in der Umgebung auf, die man mit Hilfe vom Blinzeln erreichen kann. Blinzeln ermöglicht dir das sofortige Wechseln von einem Ankerpunkt zum anderen. Generiert 3 Hunger. Flink. In bestimmten Situationen kannst du die Umgebung des Charakters beim Verwenden von Geschwindigkeitssicht verlangsamen. Es fallen keine Hungerkosten an. Geschwindigkeitsinteraktionen wie Taschendieb sind in diesem Zustand verfügbar. Die Hungerkosten hängen von deinem Geschwindigkeitswert ab. Und der Schwierigkeit, okay. Gut, ich kann da noch nichts vergeben. Hazel. Delson. Come in, MM. Mit ihm los. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the Code Red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Müsste es die Prinzessin sein? Wer weiß? Ich weiß es nicht. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Ich habe keine Weisheit, ich kann das nicht machen. Weiß nicht, vielleicht ist es einfach der Titel oder der Rang, den sie dann so mit sich tragen.
Okay, Prince ist der Rang eines, den ein Vampir bekleidet, der die Führung einer einzelnen Stadt hat. Okay. Also ist wohl Prinz einfach der allgemeine Rang dafür. Fanti, Hallöchen. Oh, frohen Freitag wünsche ich. Ich hoffe, es geht dir gut. Okay, das kann ich nicht machen. Weiter schweigen. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? Ich muss drüber nachdenken. Mir gefällt es am Hof nicht. Also ich will es nicht direkt ablehnen. Ich würde erstmal drüber nachdenken, weil das ist ja an sich keine blöde Position. I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, I know you'll be up to it. But we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on?